usually like to let fans come a little bit closer. Läuft gut. Ja. Immer von Winnie. Champions League Viertelfinal Rückspiel, der FC Bayern zu Gast in Mailand. Wir lesen uns natürlich immer eure Kommentare unter den Vlogs durch und da kommt ganz oft das Thema Reisevorbereitung auf. Also was passiert alles, bevor die Mannschaft an einem Spielort ankommt? Wie läuft das mit der Hotelauswahl? Wie ist das im Stadion? Was wird da angeschaut? Trainingsplätze, Restaurants, alles was dazugehört, das seht ihr hier in diesem Vlog. Es ist der 12. März 2025. Gestern Abend gab es einen sensationellen Sieg auswärts in Leverkusen. Da habe ich sehr genossen. Ich war vor Ort und jetzt geht's weiter nach Mailand. Vorbesichtigung mit FC Bayern Tours für das Rückspiel im Viertelfinale. Mein Name ist Lukas und das ist der FC Bayern Vlog. Let's go! Flughafen Mailand, einiges los. Und da draußen müssten Dominique und Kim von FC Bayern Tours auf mich wahr? Ja, da stehen wir schon. Hallo! Ja, hallo! Just ready. Ich bin ready. Seid ihr ready für Mailand? Na logisch. Was steht auf dem Programm? Ja, wir starten jetzt erstmal am Flughafen, schauen uns das VIP-Terminal an, das wir hoffentlich für die Mannschaft und die Delegation nutzen können. Und dann ist für heute erstmal auch genug. Nur noch ein Restaurant und morgen gehen wir uns bei Hotel rein. Klingt geschmeidig, okay. Wunderbar, dann let's go. Also hier wird jetzt schon mal gecheckt, wo der Bus ankommen kann, wo die Mannschaftsbusse stehen können. Ihr wisst ja aus den anderen Vlogs, dass die Teambusse immer mit vor Ort sind. Das natürlich auch hier in Mailand. Deswegen schauen sich Dominique und Kim jetzt gerade mal die Parkplätze. Wir fahren jetzt zum VIP-Terminal. Sind es immer die ersten Steps auf einer Vorbesichtigung oder wie läuft das ab in der Regel? Nicht immer die ersten, aber da man sowieso im Flughafen ist, bietet sich's an. Also meistens nach Landung oder vor Abflug, damit man sich den Weg zum Flughafen einfach Ort und ein bisschen Zeit optimieren kann. Was habt ihr jetzt am Flughafen schon gesehen? Was ist euch da jetzt schon aufgefallen? Was habt ihr schon fotografiert? Erstmal prinzipiell generelle Wegeführung. Finden Gäste, potenzielle Vorstände, Spieler, sonstiges, die durch den Bereich laufen von selber. This is the airport for the private flight. Ah ja, gut. Also das wird dann der Platz sein, wo die Mannschaft ankommt. Potenziell, ja. Also das wäre Zufahrt für Abflug. Potenziell Ankunftsmannschaft haben wir damals tatsächlich auch gemacht. Hat auch so funktioniert. Sprich, wenn sie das wieder mit uns machen würden, wäre das relativ entspannt eine schöne Lösung. Das kämen wir jetzt. Hoffentlich. Ich bin gespannt. So ein Verhandlungsgeschick. Kim macht Fotos. Wir haben eigentlich immer eine kleine Aufwandplan. Einer fotografiert, einer schreibt. Ich habe das Papier gewonnen. Kim macht das Fotoalbum. Das FC Bayern Reisefotoalbum von Mailand. Also hinter uns jetzt Security-Check. Dominique und Kim haben sich angeschaut, wie die Zufahrt ist. Jetzt wird gerade besprochen, wie groß das Gepäckband ist. Da geht es dann tatsächlich um die ganzen Reiseboxen, Fußbälle. Das ganze Equipment, das mitgenommen wird, auch das wird notiert. Und das werdet ihr immer wieder in diesem Vlog sehen. Dominique und Kim schreiben sich alles auf, notieren sich alles auf einem Blog, machen Fotos, um das dann danach in München nochmal auszuwerten. Sehr, sehr spannend. Hier seht ihr, was ich gesagt habe. Dominique stellt viele Fragen. Schreibt sich alles auf dem Blog auf und Kim macht da Fotos. This is our lounge and we offer the space and water and coffee. Das kann also der potenzielle Platz sein, wo die Spieler dann warten, bis es weitergeht. Kim macht wieder fleißig Fotos. Aus jeder Perspektive nämlich mitnehmen. Da überlegt es nämlich, während der gesamten Reisevorbereitung dir anschaust, weißt du nachher nämlich nicht mehr, welche Ecke wo war. Ja. Dementsprechend nehmen wir jeden Raum aus jeder Ecke einmal auf, sodass wir uns später besser daran erinnern können. Und das schaut ihr in München dann nochmal an, alles? Ja, das ist alles für unsere Vor- und Nachbereitung. Und die Bilder helfen uns dann später alles nochmal auch mit dem Team zu besprechen, weil wir gehen ja nicht mit dem kompletten Team auf Reise, sondern immer nur zu zweit in den meisten Fällen. Und um dann alle abzuholen, damit jeder das Setup kennt, haben wir dann die Bilder, sodass wir da einmal alles besprechen können. So, also kurz und schmerzlos. Bist du an Wauze? Voll gut. Sehr gut. Ja?
Ja, es ist einfach, die wissen, was tun, du hast kurze Wege, du hast Platz, du kannst die Busse reinbringen. Ist nämlich eine Lounge. Gekauft. Ja, jetzt müssen wir einmal schauen, wann das tatsächlich Spieldatum ist, was für einen Flieger wir hätten, wie viele Personen hier durchlaufen müssen und dann kann man das einmal zu Papier bringen. Thank you so much. Bye, bye. Ciao. Ist es immer so einfach? Das wäre schön. Nein, das ist nicht immer so einfach. Was ist jetzt der nächste Halt? Die erste Teamhotel-Option, wo wir übernachten und dann heute den Tag auch frühzeitig bin. Mangels Champions League steckt noch in den Knochen von gestern, oder? Ist es immer so, dass ihr direkt vom Champions League-Spiel, wenn der FC Bayern weiterkommt, euch die nächste Location, das nächste Land anschaut? Durch das neue Champions League-System sind wir eigentlich das erste Mal in der Lage, dass wir so früh schon wissen, welches der potenzielle nächste Gegner ist und den auch jetzt schon im Vorfeld zu dem Spiel überhaupt so gut vorbereiten können. Ist das eine Premiere für uns heute? Ja. Aber eine schöne Premiere in Thailand. Aber nur, weil du dabei bist. Ja. Das würde ich gerne Videoende. Ja. Aber wir hätten besseres Wetter bestellen können, ehrlicherweise, oder? Also Das scheinst du nicht aufgegessen. das heißt, ihr schaut euch immer um die 10, 12 Hotels vor Ort an? Nee, tatsächlich variiert es. Je nach Destination. Es gibt ja Städte, da hast du gefühlt nur 5 Hotels, die überhaupt anbieten können, in Frage kommen. Es ist meiner natürlich der Stadt, die hat Hotels wie Sand am Meer, auch schöne Hotels, viele Hotels. Ich weiß gar nicht, was das wenigste war, was wir mal eingeschaut haben. Bestimmt nur 5 Hotels irgendwann mal insgesamt eingeschaut, weil es einfach gar nichts anderes gab oder nichts verfügbar ist. Was macht man für den Fall der Fälle, dass es kein passendes Hotel gibt? Ja, wird fast gemacht. Muss man kreativ werden, Abstriche machen, auf mehr Hotels verteilen. Klar, das ist jetzt bei der Mannschaft nicht möglich, aber dann mit den Hotels sprechen, ob die nicht Lösungen finden, um mehr Kapazitäten zu schaffen. Und bisher hat es noch immer geklappt. So, jetzt sind wir im ersten Hotel angekommen für die erste Nacht und ich sag's euch, wie es ist. Durch die Champions League gestern Abend, durch das Bankett war das eine sehr kurze Nacht und ich bin ganz froh, dass wir jetzt im Hotel angekommen sind und wir treffen uns morgen wieder mit Dominique und Kim. Dann geht's weiter. Jetzt Kräfte sammeln und dann packen wir es morgen wieder. So Leute, schönen guten Morgen aus Mailand. Zweiter Tag Vorbesichtigung. Erste Nacht haben wir schon verbracht. Mögliches Spielerhotel direkt in der Nähe, und das ist das Besondere, und das möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, vom San Siro. Hotelzimmerausblick. Da hinten liegt es. Das ist natürlich schon was Feines, wenn man morgens aufwacht, aus dem Fenster schaut und gleich mal dieses traditionsträchtige Stadion sieht. Ja, wäre für mich auf jeden Fall ein Argument. Schauen wir mal, wie die restlichen Faktoren sind. Da wissen Dominique und Kim Bescheid, die treffe ich jetzt gleich und dann geht's rein in die Vorbesichtigung Teil 2. Also wir haben gestern hier eingecheckt, schon eine Nacht hier verbracht. Jetzt haben wir noch einen Rundgangstermin, schauen uns nochmal alles an, gibt ein paar Locations, die wichtig sind. Und anhand dieser ganzen Kriterien wird dann entschieden, ob es ein mögliches Spielerhotel bleiben kann. Auf dem Papier sieht es gut aus, dass es eine gute Option sein könnte. Deswegen schauen wir mal. Wo machst du das fest? Funktionsräume, dass sie alle Anforderungen für die Mannschaft abdecken können. Anfahrt, Abfahrt mit Teambussen, Parkplätze für Teambussen, Zimmeranzahl. Es gibt wenige K.O.-Kriterien an sich, aber muss halt insgesamt irgendwie eine runde Geschichte ergeben. Wir wissen aber, dass der DFB hier nächste Woche wohnt. Das heißt, prinzipiell irgendwas muss schon mal gehen. Sehr gut. Ja. Ist Nähe zum Stadion wichtig? Nähe zum Stadion, ja. Sehr wichtig. Möglichst kurze Distanzzeiten, aber klar, das Setup muss irgendwie funktionieren. Deswegen unterm Strich entscheidet dann schon am Ende der Sport, ob welche Kombination am besten ist. Ob es eher ist, ein besser aufgebautes Hotel für die Mannschaft zu nehmen, dafür länger zu fahren oder die Fahrzeit zu kürzen und auf Komfort, Größe, bestimmte Funktionalität dann irgendwo auch zu verzichten. Colleagues from the national team will be here with you next week. Yeah. Basically, we will be ready probably for them, and we have the same spaces. Yeah, I figured. This is the main entrance, so the bus can arrive directly from the area of the hotel Take a look. directly in its ways. Okay, we will have 2 full-size coaches, and they both sit in. If the driver is good enough. They're good. We're confident they're good. Yeah. Do you have an inbuilt screen in this room? No. Okay. So on the Tuesday, there are already Champions League matches going on. So they for sure would like to watch the ongoing matches. We arrive
usually quite late in the evening. So if we could set up like that third of the area with a large screen, really large, like kind of cinema style, and just a lounge setup before, so they can move from the meals area over there. Okay, great. Yeah, I think for us, because we don't really need that fitness area, that would be great. And then we're a bit more flexible in size for the meal space and just stretch it out a little bit more. Cool. And do you know by heart how many square meters, more or less? 111. We do have quite a number of other groups needing small offices, like a club media office, Orga office for us, boardroom. So we would definitely find use for this space. I think if there is a larger space for a team meeting opportunity, that would be great, just because for our group, I think it's stuffy. Hast du die Front einmal fotografiert? Traum, danke. So this is completely different. It is. Our ballroom. When you do events in here, how many people can you fit on round tables? I think we would need to move to the ballroom for the training, to be honest. Yeah, if we don't find anything where we would move outside completely. That's very we kind of do works with the ball. So It's just like that might fly everywhere. So if they do indoor training, it might be something like soccer, tennis. So you need space to set up the full court and higher ceilings, ideally. Therefore, the ballroom could be an option, or vice versa. If we would decide to go with the ballroom for a meals room, then we would potentially move downstairs. Okay, perfect. Und wie läuft's? Gut, oder? Soweit. Bist du happy? Ganz gut. Ja. Es würde auf jeden Fall funktionieren. Ja. Thank you. You're welcome. Potenzielles Spielerzimmer. Potenzielles Spielerzimmer, ja. Okay, so this is the room with 2 queen-size beds. And with the kids, 24 hours a day. Auch hier Fitnessstudio wieder mit Blick aufs Stadion. Vielleicht gar nicht mal so schlecht für die finale Vorbereitung hier im Hotel. The bus can arrive just in this way. Yeah. And they can go down and go to the bus park that is in the other way. Understood. And if we would like to use the main entrance regularly, we could just walk straight to the elevators or take a left to the ballroom if we were to use the ballroom. We usually like to let fans come a little bit closer. We don't want to hide away. It just needs to be kind of secure and controlled setup. Great. All right. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Thank you. Weiter geht's, nächstes Hotel. Ihr klangt jetzt gerade ganz optimistisch, oder was das Hotel angeht, das Teamhotel? Ja, also es funktioniert auf jeden Fall. Man kriegt alles unter, was man braucht. Fast alles zumindest. Bankett wird ein wenig eng, glaube ich. Aber jetzt rein aus Teamperspektive, ohne Bankett, wird es auf jeden Fall funktionieren. Und man merkt, dass sie Ahnung haben von dem, was sie tun. Wir hatten schon mal Mannschaften, sie beantworten die Fragen mit den richtigen Informationen, das ist schon gut. Auf was achtest du bei einem Spielerzimmer? Immer ganz gut zu wissen sind da Steckdosen, am Bett sind USB-Stecker mit dran, haben wir Kingbetten, können die Twin-Betten kombiniert werden, dass man gegebenenfalls auch ein Kingbett draus machen kann. Die Größe, generell so ein bisschen die Sauberkeit, Wohlfühl-Flair. Ist ja mehr dann doch ein Rückzugsort für die Jungs auch. Auf jeden Fall. Und muss passen. Wäre zumindest schön. Prinzipiell finden wir es immer schön, wenn wir natürlich auch besondere Hotels raussuchen können, dass es nicht ein Hotel ist, das überall auf der Welt sein könnte, sondern man kommt rein und es ist was Besonderes und man spürt, dass es Champions League ist, dass es kribbelt, dass es für die Jungs auch was Besonderes ist. Genau, deswegen sind wir schon auch immer froh, wenn wir schöne Hotels finden. Champions League Flair auch im Hotel. Ja, das wäre schön. Wäre schön. And I will show you also very quickly the meeting area. See 2 meeting rooms of the biggest one. Maybe another one could be used for stretching, and this area here on the right could be used for meeting spaces. Bist du happy mit dem ersten Eindruck? 10 of 3. Ja. Sieht gut aus. Sag mal, wie ist dein schnelles Fazit? Zimmer sind schon sehr klein, ist aber prinzipiell wirklich schön, modern. Alles, was man eigentlich braucht, von dem her, um Menschen unterzubringen, die jetzt nicht in Stadtnähe sein wollen, sondern eher funktional. Das ist Für was kommt das jetzt in Frage, das Hotel? Wenn wir ein Teamhotel hier in der Nähe aussuchen würden, das nicht ausreichend Zimmer hat, um den gesamten Tross, der mit dem Team untergebracht werden soll, unterzubringen, dann wäre das ein sogenanntes Überhanghotel.
um diese Personen in der Nähe unterzubringen. Wie viele Hotels versucht ihr denn jetzt in Mailand zu bekommen? Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 300 Hotelzimmer insgesamt brauchen. 300 plus ein Hotel für externe Medien. Und dann hängt es daran, wie viel Kontingent jedes Hotel anbieten kann, also wie viele Zimmer. Sprich, gibt es ein Hotel, das sehr viele Zimmer anbieten kann und uns gut gefällt, dann sind wir doppelt froh, weil man weniger Hotels braucht und viele Menschen in einem Hotel unterbringen kann. Aber wenn es nur kleine Kontingente sind, was leider bei vielen Hotels der Fall ist, dann werden tendenziell 4, 5 Hotels womöglich, hoffentlich wenig. Aber dein Ziel ist es immer, so wenig Hotels wie möglich und alles so kompakt wie möglich zu halten. Im Idealfall kann man natürlich alle gemeinsam im Teamhotel unterbringen. Das ist aus der Logistik-Sicht natürlich viel einfacher. Es ist aber auch für Mitreisende schöner, beim Team zu wohnen, logischerweise, weil es was Besonderes ist. Vielleicht wenigstens 2 oder 3 Hotels maximal. Dann ist man mit allem drumherum auch viel flexibler, während wenn man halt 4, 5, 6 Hotels hat, ist es schon sehr zersplittert. Deswegen wäre es schöner, weniger zu haben. Wie viel planst du im An, dir anzuschauen, wenn du sagst, du brauchst 300 Zimmer? Gut, das kleinste Hotel bietet nur 10 Zimmer an. Das schauen wir uns aber gar nicht erst an, weil das ist Quatsch. Damit kommen wir nirgends hin. Deswegen, ich glaube, so von 30 Hotelzimmern bis zu 95 rangieren gerade die Angebote. Und da schauen wir uns planmäßig, glaube ich, jetzt um die 12 an. Oh, das wusste ich nicht. Sportlicher Tag. Das nächste Hotel ist ein potenzielles Sponsorenhotel. Auf was kommt es da an? Ich sag mal einfach Gesamtflair vom Hotel. Wie ist es in den öffentlichen Bereichen? Lobby, klar, Vorfahrt für Busse. Funktioniert es? Gibt es Parkplätze für die Vorstandsaudis? Wie sind die Zimmer? Sind die prinzipiell natürlich schön erstmal, aber von der Größe. Grazie. Gefällt's euch? Schon schön. Schon schön, ja. Schon schön. Du merkst so einen gewissen Standard. So, also ganz andere Anforderungen. Sponsorenhotel, auf so einer Champions League Auswärtsreise sind immer auch einige Sponsorenvertreter und Vertreterinnen von Bayern dabei. Da soll es natürlich gerne ein schönes Hotel sein, wo man die Stadt ein bisschen erleben kann, wo man die Stadt spüren kann. Das, was Dominique vorher gesagt hat, auch für die Spieler gilt natürlich genauso oder sogar noch mehr für die Sponsoren, sollen sich hier wohlfühlen vor Ort. Und für meinen Geschmack kann man das hier schon mal sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was die beiden gleich sagen. Sehr schönes Hotel, super schöner Standard, totales Wohlfühl-Flair, aber eine kleine Challenge für die Transferlogistik. Weil im Herzen der Stadt und sehr kleine Straßen, aber sehr schönes Haus. Viel Erfolg! Toi, toi, toi! Danke! Ja Leute, da gehen sie, Dominique und Kim mit dem lokalen Agenturkontakt, mit Jos, der sich hier auskennt, der die Sprache spricht, auch immer ganz wichtig. Wir springen mal ein bisschen an der Stelle. Prozedere habt ihr ja gesehen. Sehr, sehr spezielle Anforderungen überall. Was steht noch an? Wir schauen uns noch die Essenslocations an. Kommt auch noch das ein oder andere Spielerhotel zur Auswahl. Sicher das Interessanteste auch für euch. Da sind wir dann morgen nochmal und morgen auch noch im Stadion. Mittagessen, Location für? Sponsoren und Gäste. Sehr gespannt. Nach euch. Danke. Vielen Dank. Mittagessen war ein voller Erfolg. Restaurant gut, Essen sehr, sehr gut. Da habe ich die Kamera jetzt mal weggelassen. Dominique und Kim haben jetzt noch ein paar Hotels auf dem Zettel und dann treffen wir die beiden abends wieder zu einem kleinen Fazit von Tag 1. Bin gespannt. Da stehen dann schon einige Hotels auf der Liste, die heute besichtigt wurden. Und morgen kommt da auch noch mal was zu ziehen. Okay, letzte Location für heute Abend. Nochmal ein Restaurant. Auch das natürlich nicht zum Vergnügen, sondern schon wieder mit dem Hintergedanken, dass hier auch was stattfinden kann. Was genau? Das frage ich jetzt gleich Dominique und Kim, die in wenigen Minuten hier sein müssten. Waren noch auf Hoteltour und da machen wir hier auch noch einen Haken dran. Schönen guten Abend. Da schaut es euch an. Keine Minute im Laden und weiter geht's. Lassen sich die beiden vom Restaurantmanager erklären, wie die Location aussieht, wo die Leute sitzen können. Aber sieht auf jeden Fall sehr italienisch aus. Und Pizza gibt's auch. Die probieren wir bestimmt gleich mal. Und dann können die beiden auch mal was essen und hoffentlich ein bisschen entspannen. Dann haben sie sich verdient nach dem Tag. Wir haben vergessen zu zählen. Ich glaube 11 Hotels. Ich glaube, wir haben bei 11 oder 12 haben wir aufgehört zu zählen. Wie fällt euer Fazit aus? Prinzipiell gut. Ja. Theoretisch, wenn wir jetzt abreisen würden, hätten wir für alle eine Idee. Ja. Also fügen wir jetzt an. Damit geben wir uns ja nicht zufrieden. Wir wollen ja mehr als nur eine Option. Sehr schön. Und was kommt jetzt noch an? Also morgen dann? Teamhotel-Alternativen auf jeden Fall. Sponsorenhotels noch 2, 3 Alternativen, um unsere Kontingente aufzustocken, in denen die uns besonders gut gefallen. Und dann vor allem nochmal Restaurants, Locations und besonders wichtig, Stadion.
Also morgen wird sportlich. Genau. Morgen Und wird sportlich. Immer sportlich. Jetzt aber Feierabend. Reicht. Ja. Guten Nacht. Wunderschönen guten Morgen aus Mailand. Tag 3 Vorbesichtigungen. Heute auf dem Programm nochmal Spielerhotels. In einem potenziellen Spielerhotel haben wir heute auch schon übernachtet. Da gibt es später nochmal eine Rundführung. Zwischendrin aber nochmal 1, 2 andere Häuser und das Stadion, ganz wichtig. Also, wieder viel vor. Let's go. Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr ready? Sowas von. Mailand wartet mit wunderschönem Wetter auf uns. Let's go. Bist du zuversichtlich hier? Mittelmäßig. Mittelmäßig. Das ist nicht unser Favorit. Okay, bin gespannt. Could we take a look inside the kitchen? Just in terms of seeing the equipment for our chefs? Buongiorno, grazie. Ein Blick in die Küche ist auch wichtig. Fantastic match. If we were to stop there with buses, can they stand there for a longer time, or would that be like a really No, short? because it's a public space. It's not related to the hotels. I'm afraid this is like a must-have for the team buses, because obviously, when especially on departure, you know, we can't just have the bus pull up for a minute, because we would need to have solid crowd barriers. Fans can gather a bit, you know, especially match departure. Unfortunately, I think we can't consider the hotel as team hotel, because it's just not feasible for the team. Nevertheless, could still be hotel rooms for the guests and the sponsors, but unfortunately, then, for the team. to be completely honest with you and not leave you in the dark. Right? So, jetzt hat er es mitbekommen, ganz spannend. Dominique hat sich alles angeschaut und dann direkt in der Location noch eine Entscheidung getroffen. Dieses Hotel ist kein Teamhotel. Da passen einfach die Bedingungen nicht. Busankunft war ein ganz, ganz großes Thema. Ihr seht es hier draußen, eine sehr enge Zufahrt, öffentlicher Bereich. Das heißt, die Teambusse können dort nicht dauerhaft stehen. Das ist für eine Fußballmannschaft natürlich schwierig. Trotzdem sehr schönes Hotel. Und ihr habt es gerade gehört, Dominique hat gesagt, vielleicht noch eine Option für Gäste zu. Wir schauen uns jetzt einmal die komplette Wegeführung für die Mannschaft an. Wo kommen die Teambusse an? Weg rein, Kabine, Bank etc. Pressekonferenz, Weg dann komplett für die Logistik, wer wo parkt, wo die Eingänge sind, VIP, Orga, Kategorie 1, Media. Jetzt geht's rein in San Siro. Can we do basically where the team arrives with the team buses, how they walk in, changing rooms, walk right to the bench, and then where would buses for sponsors, category 1 park, where would the VIPs park? Yeah, that would be wonderful. Sind das Infos, die du dann im Teammanagement und Mannschafts mitgibst? Genau, wenn wir alles an nützlichen Informationen, was wir irgendwie auf der Vorreise mitnehmen können, geben wir dann weiter. Gibt es da besondere Anforderungen? Jein, tatsächlich einfach die Wegeführung, die Kabinen, das, was wir einmal ablaufen, was genau sie da an Infos rausziehen, ist, glaube ich, auch von jedem Stadion zu Stadion unterschiedlich, aber prinzipiell erstmal alles, was wir mitnehmen können, bringen wir gerne mit. Okay, so basically they come down with 2 buses. We will have 2 big full-size coaches. Yeah, very good. The big one is the local. Yeah. And the middle, smaller one. Yeah, the smaller one is for you. And this is for away fans and all sponsors as well? Sponsor, Cat One. Dass praktisch 30 Sitze in einem anderen Block sind, dass die Leute nicht rumlaufen müssen, sondern die sind alle drüben und alles andere Cat 1 ist hier. Plätze für Vorstand und Präsidium, auch hier wieder in der Allianz Arena mit Bildschirmen, wo die Spielszenen gezeigt werden. Überdacht und einen sehr guten Ausblick. Jetzt der Weg der Spieler vom Bus in die Kabine. Korrekt, genau. Wir kommen einmal aus der Tiefgarage, die Treppe hoch, Tür ist auf und dann den Kindern da. Da der Tür heute. Interviews nach dem Spiel. Relativ lange Wege, oder? Ziemlich lange Wege, Treppen hoch, ist auch ungewöhnlich. Also halt ein altes Stadion. Auf was achtest du jetzt hier? Ich habe einmal nur die Plätze gezählt, weil das gerne mal variiert, wie viele drin sind. Und ansonsten ehrlicherweise auch nicht das hier, weil das dankenswerterweise alles das Teammanagement macht. Aber es ist auch recht klein, oder? Es ist für sonstige Verhältnisse relativ klein, ja.
Ja, definitiv. Und dann einfach einmal rein, was es gibt, um es berichten zu können. Plätze, medizinischer Bereich, Bäder etc. Ja. Okay, thank you. Is there a separate changing room for coaches? An additional, the changing room for coaches is over there. On the An additional 4,000 gas start materials. Okay, great. Trainerkabine. Korrekt. Aufregerkleinste. Usually put spinning bikes if the team needs spinning bikes, team warm-ups in the changing room or? We can put there. Just outside here? Okay. Yep, das ist unsere. And the warm-up area? Where do you usually allocate that? We're gonna define the pitch protection plan. Okay, so you can really have the ball on either side. Hier unten sitzt praktisch der Teamüberhang. Alle, die hier keinen Platz mehr haben, müssen oder dürfen, je nachdem, wie man sieht, hier rüber und schauen das Spiel dann praktisch direkt auf Rasenhöhe. Auch interessant. Grazie. Prego. Happy? Ja. Ja? Wir haben alles gesehen, was wir sehen mussten. Zackig. Ich glaube, wir waren 20 Minuten drin. 25 Minuten. Wir sind schnell. Schnelle Stadiontour, aber alles eigentlich ohne besondere Vorkommnisse, oder? Ja, sehr nah beieinander, relativ kompakt. Auch wenn die Laufwege vermeintlich lang sind, ist es jetzt nicht im Labyrinth oder sonstiges. Laufen wir vielleicht noch einmal kurz zum Parkplatz vor, weil das ein bisschen eine schwierige Situation für die Sponsorengäste ist, aber ansonsten alles gut. Auch das Wetter vor allem. Das Wetter ist hervorragend, so wie man sich das in Italien vorstellt. So, nächster Halt, mögliche Trainingslocation für den Spieltag und vielleicht auch noch für den Tag nach dem Spiel. So, Kulisse ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Richtige Gladiatorenarena und ein, auf den ersten Blick, wunderbarer Rasen. Sieht grün aus, ja. Ist keiner drin, wenn sie so lange komplett zumachen. Jetzt laufen wir noch hoch und machen noch ein Foto von oben. Ja gut. Und? Passt doch, oder? Ja, perfekt doch. Gefällt euch? Passt, soweit. Auch voller Erfolg, oder? Ja. Danke. Coole Location. Spieltag wäre dann anschwitzen hier, also warm machen vorm Spiel vormittags, oder? Wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Und unter Umständen noch Training am nächsten Tag, aber eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, ja. Dafür hätten wir uns dann auch eher noch Umkleiden und Sonstiges mit angeschaut. Aber es liegt gegen die Richtung vom Flughafen, deswegen macht das eigentlich hier keinen Sinn am Matchday +1. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt schauen wir uns noch ein Teamhotel an. Noch ein bisschen mehr Auswahl. So, das ist das Hotel, wo wir heute Nacht übernachtet haben. Allerdings hatte vormittags noch keiner Zeit für uns, die Räumlichkeiten mal zu zeigen. Das ist jetzt der Fall. Das ist der letzte Stopp. Nochmal eine Option fürs Teamhotel. Und Dominique und Kim sind zumindest recht zuversichtlich, dass es nochmal eine gute Location werden könnte. Also schauen wir mal. Grande Finale. Wir sind optimistisch. Wir hoffen jetzt noch eine schöne Option für die Mannschaft zu finden. Mit wie vielen Optionen gehst du dann ins Rennen? 2. Reicht aber in der Regel auch, oder? Ja, wenn es 2 Anständige sind, dann mehr braucht man ja nicht. Hauptsache es funktioniert auch gut. Von dem her hoffen wir jetzt, dass hier nochmal schön ist und dann haben wir 2 gute Varianten zur Auswahl. Gibt es aber auch noch eine Empfehlung ab dann final? Immer. Wenn wir ein gutes Gefühl haben, auch eine Empfehlung abzugeben. In dem Fall sind sie jetzt von der Lage ähnlich. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wie die Funktionsräume sind und die Etagen und die Zimmer, wie das Gesamtgefühl ist und dann... Dann wärst du auch happy mit der Gesamtauswahl. Dann wäre ich auch happy mit der Gesamtauswahl. Das ist sehr richtig. Schauen wir mal, was kommt. Okay, that would be great. And that's fine setting it up like on the side, on the pavement. That's not a problem. If you want, yes, it's not a problem. Yeah, maybe even only 8 to make it a bit more comfortable. And 60 people will be having... More or less, maximum. Maximum 60 will Yeah. have the... Seats, yeah. Kit room is really small for us, so we usually put that on the team floor, just empty a guest room, so we don't take up many spaces, but I'm sure we would find use for this one as well, yeah, definitely. Für was wäre so ein Raum, Dominique? Potenzielles Trainer-Office oder Orga-Office, Club-Medien-Arbeitsraum ist tatsächlich eine ziemlich gute Größe für alle Funktionen. Sehr gut. Läuft gut. Läuft gut. Ja. Ja.
Das ist eine mögliche Spieleretage, also die Zimmer der Spieler alle hier. Dann wird natürlich auch das ganze Surrounding hier gecheckt. Abwege, Zuwege, Möglichkeiten, Sachen aufzubauen. Scheint hier aber alles ganz gut möglich zu sein. Sicher ein sehr gutes Zeichen. 2 buses and potentially, but we can park this somewhere else, a small truck bringing all the equipment from Munich. Okay. But again, that's not a big priority to park in. So thank you. It's really appreciated. Ich würde mal behaupten, ihr seid ganz happy. Ja, tatsächlich hat uns das Hotel nochmal positiv überrascht. Hat schöne Zimmer, die Funktionsraumetage passt extrem gut für unsere Anforderungen, wissen, wovon sie reden und haben den Eindruck gemacht, dass sie alles möglich machen wollen. Und das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, ja. Also wird das der Tipp, oder? Das könnte durchaus unsere Empfehlung werden, ja. So, auf geht's zum Flughafen. Zurück in München. Mailand erledigt, Haken dran, seid ihr zufrieden? Wir sind zufrieden. Finaler Haken dran nicht. Ich werde jetzt noch alles eintüten. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Ja, sag mal, was kommt jetzt noch? Das ist zum Abschluss nochmal spannend. Alle Kontingente sichern und die Detail vorbereiten. Für die Mannschaft, die Funktionsräume, wie muss es aussehen, die Etagenpläne, nachher Zimmerliste. Dann hoffen wir, dass Mailand ein Erfolg war oder wird. Wir haben alles bestens vorbereitet. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Die Vorbereitung war auf jeden Fall. Okay, herzlichen Dank. Wir sehen uns in Mailand zum Rückspiel. Vielen Dank. Ciao, ciao. So Leute, da gehen sie. Dominik und Kim. Wahnsinnstrip, unglaublich intensiv. Wir haben gefühlt 35.000 Hotels angeschaut. Obwohl ich nicht bei allen dabei war, war es schon unglaublich anstrengend. Die beiden haben abgerissen ohne Ende. Jetzt habt ihr die Vorbereitung mal mitbekommen. Hoffentlich für euch auch spannende Einblicke. Ich finde es wirklich faszinierend, wie durchgetaktet das Ganze ist. Und an der Stelle ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, auch wenn das natürlich alles unglaublich exklusiv ist, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass es hier um Leistungssport, um Spitzensport geht. Wir und ihr freut euch, wenn die Mannschaft gewinnt. Und da zählt eben jeder Prozentpunkt. Und das genau sind die Prozesse und Mechanismen im Hintergrund, die dafür sorgen, dass die Jungs, wenn sie dann vor Ort sind, die Höchstleistung abrufen können. Wir sehen uns wieder, wenn es dann wirklich ernst wird, nach Mailand geht für das Spiel. Dann erfahren wir auch, welches Spielerhotel es geworden ist. Schaue ich mir natürlich auch nochmal gerne mit euch zusammen an. Dann machen wir hier einen Haken dran. So Leute, lassen wir die Katze aus dem Sack. Es ist dieses Hotel geworden, ihr erinnert euch. Also perfekte Bedingungen für Spielerhotel, hat Dominik damals schon gesagt, sie war sehr zuversichtlich. Teammanagement hat sich dafür entschieden, jetzt steht fest, wo der FC Bayern wohnen wird in Mailand. Und wir schauen uns jetzt die letzten Vorbereitungen an. Kannst du mir ganz kurz mal sagen, was jetzt ansteht? Was macht man denn jetzt an so einem Tag? Was man macht, einmal jegliche Vorbereitung im Hotel überprüfen. Alles, was wir jetzt im Vorfeld abgestimmt haben, versucht abzustimmen, uns anhand von Plänen und Bildern von der Vorreise überlegt haben, versuchen wir jetzt umzusetzen, dass es dann genauso aussieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Was in der Regel nicht so funktioniert, weil man immer irgendwas übersieht. Genau, einmal jetzt die Busparkplätze draußen, dass die abgesperrt sind, wenn die Teambusse gleich ankommen, dass wir unseren Equipment-Transport entladen können, dass die Gitter angeliefert werden, Technik, Setup, so sind wir abgesprochen. Und jetzt sag mal, freust du dich auf Mailand? Freust du dich aufs Spiel? Ich hätte mich auf die Sonne gefreut. Auf den Regen freue ich mich nicht, aufs Spiel freue ich mich natürlich. Wo ist die Sonne? Ja, irgendwie haben wir kein Glück, gell? Nee. Aber egal, hilft Das nicht. muss an dir liegen, bei uns scheint immer die Sonne. Wir haben den kompletten unteren Saal ja fürs Bankett. Und weil der Saal nicht groß genug ist, haben wir dann noch hier so ein bisschen den Bar- und Restaurantbereich dazu, um alle Menschen unterzubekommen. Fürs Bankett noch? Ja, weil der Saal tatsächlich zu klein wird. Und dann flohen wir noch ein bisschen vom Saal hier rüber. Der Saal muss morgen leer sein, weil das unsere Indoor-Trainings-Backup-Variante ist. Sprich, wenn aus irgendeinem Grund doch nicht draußen trainiert werden soll, würden wir hier reingehen. Ja, was bei dem Regen gar nicht so unwahrscheinlich ist, oder? Kann ich nicht einschätzen, muss ich gestehen. Sportlich gesehen. Läuft eher auf dem Fußballtennis hier raus, würde ich sagen. Womöglich. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ja. Aber wir hätten ja den Trainingsplatz auch noch, oder? Wir haben den Stadion, das wir uns Trainingsplatz auf jeden angeschaut Fall. haben? Ja, wir haben da schön die Konzessionen und so beantragt. Alles schön auf Italienisch, das war ein bisschen komplizierter. Aber da hat alles geklappt, den haben wir bekommen. Der Plan ist Stand jetzt, dass sie dort trainieren. Ja. Unser Mahlzeitenraum-Vorbereich, Buffet. Und hier bauen sie tatsächlich auch schon auf, das ist gut. Das ist noch Rohzustand. Ciao. Also hier ist das Team. Hier ist das Team, ja. Das Setup ist noch in Arbeit, offensichtlich. Aber das ist vollkommen legitim, weil wir sind auch noch sehr früh dran. Über 24 Stunden noch Zeit, bis das Team ankommt, oder? Ja.
Und hier haben wir unsere provisorische Gym. Achso, ja, es gibt offiziell Weil, Fitnessstudios noch im Umbau, gell? Genau, das ist noch im Umbau. Das Hotel war aber so nett, uns anzubieten, dass sie das Equipment, das sie jetzt im Lager haben, uns hier reinzustellen, damit sie ein bisschen was trainieren können. Das haben sie eigentlich ganz solide umgesetzt. Laufbänder, ein paar Hanteln hinten. Ist jetzt überschaubar, aber falls dann doch irgendwo individueller Bedarf ist, soll's reichen. werden sie fündig. So. Die ist sehr klein. Das geht nicht. Die ist zu klein. Die Leinwand? Ja. Für die Teambesprechung hier, oder? Ja. Auf keinen Fall sind es 3 auf 2 Metern. Und ich hätte es tatsächlich auch anders gestellt, aber das ist nur ein persönliches Gefühl. Der Länge nach? Mhm. Ja, das müssen wir gleich machen, dass wir noch einen Tag haben, um noch ein anderes zu bekommen. Also dafür, dass wir als Vorgabe haben, möglichst 5 Meter Diagonale, ist das schon sehr klein. Fehlt hier noch der Drucker, noch ein Quertisch. Kann man zumindest schon mal zählen. Okay, die Anzahl stimmt auch nicht und die Stühle stehen auch ja, noch seltsam. Also warum ist da so eine große Lücke? Das macht keinen Sinn. Ja, den müssen wir umbauen. Machen wir nachher ein Meeting. Ja, da sind wir gerade auf unserem Rundgang und dann kommt die Info, dass die Teambusse angekommen sind. Michi, unser Busfahrer, und seine Kollegen angekommen in Mailand. Busse sind angekommen, alle da abgeparkt. Und dann kriegen wir sie jetzt eingecheckt und dann machen wir unser Hotelmeeting. Und dann kommen morgen die Gitter, dann werden die noch aufgebaut. Sieht hier endlich mal ein bisschen nach FC Bayern aus, oder? Es wird. Busse bleiben jetzt hier, das kennt ihr vielleicht noch aus den letzten Vlogs, vor allem aus unserem Busfahrer-Vlog. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut noch mal rein. Und dann sind sie natürlich dafür da, die Mannschaft ins Stadion zu bringen und auch morgen vom Flughafen abzuholen. So, als nächstes steht noch mal ein Rundgang mit dem Hotelpersonal auf der Agenda. Dominique checkt noch mal alles, letzten Punkte besprochen und dann steht hoffentlich alles. If you have any urgent questions, we can start with that. Otherwise, we can just run through the manual if you want to and go like subject by subject and see what comes up. I can highlight a few issues. Okay. Everybody non-team will leave here at the hotel, okay. And they'll arrive a little later anyway. Players, team staff. Yeah, okay. Exactly. And the rest we can keep here. So, auch nochmal ganz interessant, letztes Meeting mit der ganzen Hotelcrew, alle Sachen nochmal durchgegangen, alle offenen Fragen geklärt, sodass dann wirklich alles passt, wenn das Team hier ankommt. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die sich nochmal ein bisschen verändern, auch bis morgen noch, bis zum Ankunftstag mit dem Training etc., also viele Eventualitäten. Dominique ist aber auf alles sowas von vorbereitet, das heißt, es sollte definitiv keine offenen Fragen mehr geben jetzt. Kann man von hier die Leinwand gut genug sehen, Selbstverständlich. um sein Meeting vorzubereiten? Die ist jetzt wirklich riesig, oder? Ja, die ist jetzt schon echt groß. Aber gut für die Analyse. Ja. Seating wird auch noch angepasst. Ja, schön Teambestuhlung auf Mitte, damit jeder sieht. Und die äußeren machen wir mal weg. Oder nach hinten besser gesagt, weil die sehen sonst wirklich nur noch sehr scheps. Das ist where the magic happens. Finale Spielbesprechung hier in dem Raum. Finaler Sound- und Bildcheck. Und? Läuft, oder? Klang ist da. Oh, war da. Konzertatmosphäre ist es nicht, aber es sollte reichen, oder? Ja, noch ein bisschen optimiert, ja. Sind Das so- sieht doch jetzt schon nach Mahlzeichen Auch aus. schon ein bisschen weiter. Es wird. Hier wird am Morgen gegessen. Das ist die Energy Corner. Fruits und Desserts. Alles ready. Und hier sitzen die Jungs zusammen. Frühstück, Mittagessen. Vorm Spiel nochmal was. Stärken sich. Und da hinten ganz wichtig, kann morgen Abend am Match -1 Champions League geschaut werden. Jetzt hängen wir die Beschilderung aus der Teametage aus, damit sich da auch jeder halbwegs zurechtfindet. Das ist jetzt diesmal tatsächlich relativ relevant, weil die Etage echt unübersichtlich ist. Dann haben wir Türschilder für den medizinischen Bereich und den Equipmentraum und ein paar Pfeile, damit man weiß, wo man hinlaufen muss. Das ist die Spieleretage. Auf geht's. Ja, das ist korrekt. Die passen doch hervorragend rein, abgesehen von der Das ist Farbgebung. ja fast wie gemacht. So. Wir machen mal am Schluss die Pfeile und testen mal, wo man sich überall verlaufen kann. Wir gehen links. Okay, Wasser ist schon mal da.
Das ist jetzt ein Spielerzimmer? Das ist jetzt ein Trainerzimmer, aber im Endeffekt sieht es genauso aus wie ein Spielerzimmer, ja. Oder was achtest du jetzt hier? Einmal, ob das Wasser wie bestellt auch im Zimmer steht, dass sie genug zu trinken haben. Wenn es Kaffee, Tee gibt, dass man halt auch das Equipment dazu da hat. Ob sauber ist. Jetzt natürlich nicht alles im Detail, aber mal so auf den ersten Blick, ob alles ordentlich ausschaut und ob mir sonst irgendwas an dem Zimmer auffällt. Zu warm, zu kalt, Geruch. Was fällt dir auf? Nicht viel. Ist gut. So, Rad fürs Equipment, damit die Busfahrer dann ausladen können. Ja, aber es fehlen die Tische. Hier müssen noch ein paar Tische an die Wände rein, damit die Zeugwarte auch die Möglichkeit haben, dann aus ihren Kisten die Sachen rauszuholen, die Klamotten vorzubereiten, einfach ein bisschen Arbeitsfläche haben. Deswegen lassen wir die Möbel rausräumen, damit man dann Platz hat. Aber sie sollen auch nicht die ganze Zeit nur irgendwie hier unten hängen, sondern irgendwie sinnvoll arbeiten können. Und deswegen haben wir eigentlich ein paar Tische bestellt, die hier einmal an der Wand entlang stehen sollen. Okay. Also wir haben jede Menge Handtücher, wir haben jede Menge Leintücher, wir haben Kissen. Das ist nett, dass die ja ganz so stapeln, aber die stapeln wir mal zur Seite. Das sind auch recht viele. Hier kommen dann noch unsere eigenen Liegen rein. Ist nett, dass wir es so vorbereitet haben, wird ein bisschen anders nachher, aber hier gehört eigentlich noch eine Wasserstation rein, Kaffeestation ist drin und ein großer Mülleimer fehlt. Weil die Jungs machen ja diverseste Bandagen ab und wieder drauf und den Müll wollen wir ja auch hygienisch irgendwie entsorgen. Und dafür ist der Hotelmülleimer definitiv zu klein. Schauen wir mal, wie es im nächsten ausschaut. Aber müssen wir noch mal ran. Zimmer von Winnie. Schaut gut aus. Hat noch einen Besprechungsbereich dabei. Kaffee ist da. Passt. Wunderbar. Alles wie bestellt. Alles wie geordert. Last one. Oh, hier ist aber warm. Ich glaube, hier müssen wir die Klima runterdrehen. Einmal die Klima. Okay. Damit sind wir durch. Haken dran. Ja, vorläufig. Erster Tag fast geschafft. Was steht noch an jetzt? Ja. Wir müssen unsere Schilder, die noch auf dem Boden liegen, noch aufhängen. Dafür brauchen wir ein paar Ständer. Morgen die Tagesabläufe, die Zimmer, die jetzt nicht in Ordnung waren, nochmal checken. Die fehlende Technik morgen, die Drucker, Feintuning, Zimmerkartencheck, Zimmerumschläge fertig machen. Und dann morgen können sie kommen. final drüber schauen. So ist es. Sehr schön. So Leute, Dienstag, 15. April. Noch ein bisschen mehr als 24 Stunden bis zum Auswärtsspiel in Mailand. Ihr habt die ganze Vorbereitung jetzt mitbekommen, die ganzen Tage, die ganzen letzten Wochen. Das lief alles im Hintergrund und jetzt natürlich nochmal abschließend hier vor Ort. Die Mannschaft kommt in wenigen Stunden in Mailand an. Dann sollte wirklich alles passen, alles perfekt sein hier vor Ort. Wir gehen jetzt gleich mit Dominique auf die wirklich letzte finale Abnahmerunde. Noch einmal alles checken und dann ist es angerichtet. Dominique. Lukas. Hallo. Hallo. Grande Finale. Ja. Du bist schon wieder mittendrin. Was treibst du? Wir machen noch ein bisschen letztes Feintuning, letzte Checks, Tagesablauf für morgen, wenn die Jungs dann kommen, dass sie wissen, was passiert. Wir haben ein bisschen Layout nochmal geändert und machen die letzten Checks für Sachen, die noch offen waren. So, genau. Aber soweit jetzt 2-3 Stunden vor Abflug, alles final, bist du happy oder hast du noch Bauchschmerzen? Ja, nein, Bauchschmerzen nicht, aber schon noch ein paar Sachen, die wir jetzt fertig machen müssen, einfach damit das auch von unserer Seite so weit vorbereitet ist, wie es sein soll. Nichts, was man nicht erledigen kann, aber immer noch die ein oder andere spontane Challenge, die sich noch auftut. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Es läuft auch das Spiel, beziehungsweise der Fernseher, da läuft heute Abend das Spiel, damit sie beim Behandeln die Champions League-Spiele schauen können. Letzter Rundgang geschafft. Vorletzter. Vorletzter, okay. Was sagt dein Gefühl jetzt? Nein, ganz gut. Wir müssen jetzt hier noch 1, 2 Sachen nochmal nacharbeiten. Aber ansonsten haben sie alles ganz gut umgesetzt. Da wird es Zeit, dass sie ankommen. Bist du nervös jetzt kurz vor Mannschaftsankunft? Nicht nervös, angespannt. Angespannt. Okay, aber es ist wirklich alles vorbereitet, alles 10-mal durchgegangen. Ich hoffe. In den meisten Fällen sollte wahrscheinlich jetzt ja nichts mehr passieren, oder? Ja, keine größeren Geschichten und dann irgendwas ist immer. Aber in der Regel kriegen wir mal alles noch irgendwie hin. Und ab wann freust du dich aufs Spiel? Ab 45 Minuten vorher.
Aber du bist zuversichtlich. Ja, ich Schade. bin zuversichtlich. Das ist das Wichtigste. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Das war mir eine Freude. Gutes Gelingen und dann hoffentlich auf den Bayern-Sieg. So ist es. Dankeschön. Das war's. Das war der Vlog zur Reisevorbereitung für Champions League Auswärtsspiele. Leute, ich hoffe, wir konnten eure Erwartungen erfüllen. Ihr habt es euch gewünscht. Wir haben es umgesetzt. Sehr spezielle Einblicke, wenn ihr mich fragt, war auch für mich extrem besonders. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, den Vlog noch vor dem Spieltag rauszubringen, dass ihr euch perfekt einstimmen könnt. Rund um das Spiel folgen natürlich weitere Inhalte auf unseren Kanälen, so wie ihr das kennt, so wie ihr das gewohnt seid. Und dann zählt jetzt nur noch eins: Sieg, weiterkommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Runde in der Champions League. Let's go, Bayern!